Moin moin und herzlich willkommen bei Century. Schön, dass du hier bist. Ja, ich werbe ja mit meinem Kanal als Nischenparfum-Kanal. Ja, was auch meine Leidenschaft ist, Nischenparfums, Nischenmarken, die Geschichten dahinter, die Gedanken und so weiter und so fort. Aber ich hatte ja auch in der Vergangenheit hin und wieder mal ein Designer-Parfum vorgestellt. Und das möchte ich auch heute tun, denn ich möchte euch heute ein Parfum aus der Aqua Allegoria Reihe der Traditionsmarke Guerlain vorstellen, nämlich Nerolia Vetiver. Wir starten wie immer mit dem Flakon-Design. Ich kann gleich mal vorab sagen, dieses Parfum in der 75 ml Variante kostet 95 Euro. Es ist also relativ günstig und dementsprechend muss man da durchaus Abstriche in der Qualität des Designs, der Aufmachung machen. Das Glas ist ja so Standard, nichts Außergewöhnliches, ja, erfüllt aber seinen Sinn und Zweck. Der Deckel ist ein Plastik-Kunststoffdeckel, hier zwar mit dem Logo, mit der Gravierung. Ja, der ist aber wirklich sehr, sehr billig. Der wiegt nahezu gar nichts. Das merkt man gar nicht, dass man da was in der Hand hat. Hier haben wir die Gravur in den Zerstäuberkopf oder auf dem Zerstäuberkopf. Der Zerstäuber ist okay. Also es ist kein schöner, feiner Sprühnebel, aber es kommt zumindest ausreichend heraus. Es ist im Großen und Ganzen absolut in Ordnung. Ja, ob man jetzt das hier oben, so diesen Gitteraufsatz mag, das ist Geschmackssache. Das ist aber tatsächlich das Design dieser Aqua Allegoria Reihe. Dann zeige ich euch auch nochmal die Verpackung. Die ist relativ schlicht und ja, billig, günstig. Hier unten und hinten haben wir die Batch-Information. Hier steckt die Verpackung drin. Könnte man insgesamt halt alles ein bisschen besser machen und optimieren, aber wie gesagt, Kritik ist da meiner Meinung nach nur bedingt angebracht, denn ja, das Parfum kostet eben nur 95 Euro für die 75 ml und da muss man eben schon fast davon ausgehen, dass es da eben Abstriche in der Aufmachung, in der Verpackung, in der Qualität und so weiter gibt. Ja, aber wie sage ich immer so schön, es geht natürlich immer primär um den Inhalt des Parfums oder um das Parfum, um die Duft-DNA. Und das ist hier bei Guerlain, wie man es eigentlich von dieser tollen Traditionsmarke kennt, ganz hochwertig. Es ist, ich blende euch schon mal die Duftnoten ein, es ist für mich ganz klar eine Kombination aus Neroli und Vetiver. Es ist also ein sehr frisches, fast schon prickelndes Parfum mit der würzigen, leicht grünen Vetiver-Note. Die Vetiver-Note ist tatsächlich auch nicht so intensiv. Vetiver kann sehr erdig werden, sehr grün werden, sehr würzig werden und das mögen einige dann nicht. Das finde ich hier wirklich gut gelöst. Man riecht Vetiver heraus, aber das eher so, ja, eben so beiläufig zu der doch sehr präsenten Neroli-Note, also ideal aufeinander abgestimmt. Und wir haben hier auch noch eine Feigennote. Für mich ist die Feigennote in der Kopfnote ja kurzzeitig relativ intensiv. Die Feigennote zieht sich dann aber im Duftverlauf zurück und das finde ich gut. Die schwingt dann tatsächlich immer mal wieder im Hintergrund mit und ist nicht wirklich so präsent und das, wie gesagt, finde ich gut, denn wenn die Feigennote zu intensiv ist, dann ist es fast für mich, für mein Empfinden, immer nur noch in Anführungsstrichen so ein Feigenparfum und man nimmt die anderen Noten gar nicht mehr so intensiv wahr. Und das finde ich gut, denn wie gesagt, Mainplayer, Neroli, Vetiver und es schwingt so eine leichte Feigennote mit. Dadurch kriegt das Parfum neben diesem sehr erfrischenden, würzigen Charakter natürlich auch so einen leichten, fruchtigen Touch. Und die ganze Duftkomposition wird mit so einer grünen Note, nämlich mit so einer Basilikumnote abgerundet. Riecht man tatsächlich auch heraus. Ja, gibt dem Parfum nochmal so einen ganz leichten grünen Touch. Finde ich super. Wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis und deswegen wollte ich euch auch dieses Parfum vorstellen, ist in meinen Augen wirklich perfekt. Man bekommt hier die gewohnte Guerlain-Qualität. Es ist natürlich jetzt von der Duft-DNA nichts Außergewöhnliches. Neroli, Vetiver-Düfte gibt es en masse auf dem Markt. Aber es bekommen wir hier halt in einer sehr, sehr schönen und vor allem hochwertigen Qualität.
Nochmal ganz kurz ein, zwei Infos zu dem Parfümeur. Der ist nämlich in dem Falle der Herr Thierry Vasser oder Wasser, ist ein Schweizer Parfümeur, arbeitet überwiegend für die Traditionsmarke Guerlain, hat so viele tolle Parfums wie zum Beispiel Tonka Imperial oder auch L'Homme Ideal der Marke kreiert, hat aber auch in der Vergangenheit viel für Dior kreiert, Dior Edict und so weiter und so fort. Und ist also wirklich ein toller, renommierter Parfümeur. Und das riecht man hier halt generell auch heraus. Man riecht so ein bisschen die Handschrift von Thierry Vasser heraus und eben auch die Guerlain-Qualität. Das Parfum wurde jetzt ein, zweimal, oder es wurde mit Fico di Amalfi von Acqua di Parma verglichen. Ja, es geht so in die gleiche Richtung, weil es halt frische Parfums sind. In Fico di Amalfi finde ich aber die Feigennote wesentlich präsenter. Ich würde tatsächlich dementsprechend auch hier das Nerolia Vetiver aus den genannten Gründen bevorzugen, eben weil nicht so viel Feige enthalten ist. Aber so der grundsätzliche Vergleich, den kann ich nachvollziehen. Es geht halt in so eine frische Neroli Vetiver Richtung. Es ist übrigens ein Release aus dem Jahre 2022. Ich glaube, das vergaß ich oder erwähnte ich bis dato nicht. Es ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und für mich ist es eine ganz, ganz klare Empfehlung. Es ist ein Eau de Toilette, hält aber wirklich, an mir zumindest überdurchschnittlich gut. Es hält wirklich 10 bis 11 Stunden. Das ist für so eine Art von Duft-DNA wirklich überdurchschnittlich. Auf Klamotten hält sich das Tage. Ich habe es jetzt zweimal getragen, zweimal auch auf die Klamotten gesprüht. Und bei einer 30 Grad Wäsche ist es tatsächlich nicht ganz herausgegangen. Also man hat es dann immer noch gerochen. Also es hat eine wirklich sehr, sehr gute Haltbarkeit. Die Sillage ist in Ordnung. Es ist ein frisches Parfum. Es gibt euch und eurem Umfeld immer mal so eine frische Note. Aber es ist jetzt nicht super laut, nicht sehr intensiv. Aber man nimmt es tatsächlich eben wahr. Und durch diese Haltbarkeit, ja, hat es für mich ein ganz, ganz tolles, fast schon perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Man kann dieses Parfum durchaus auch in den Kühlschrank stellen. Eau de Toilette-Konzentrationen sind da unproblematischer als jetzt Konzentrationen, die mehr Parfumanteil beinhalten. Vor allem kommt es auch immer so ein bisschen auf die Duft-DNA an. Aber das ist so ein richtig super gut geeignetes Parfum, um es im Hochsommer in den in den Kühlschrank zu stellen. Und dann hat es halt noch mal so noch einen intensiveren Frische-Effekt, prickelt noch mehr auf der Haut, als es ohnehin schon tut. Also das könnt ihr mal gerne versuchen. Ihr braucht auch da keine euch Sorgen machen, dass das Parfum dann irgendwie kippt oder so. Bei Eau de Toilette ist das in der Regel nicht der Fall. Man sollte vielleicht vermeiden, dass wenn man es aus dem Kühlschrank stellt, danach, was man ja in der Regel sowieso nicht tut, vielleicht nicht in die prallende, knallende Sonne stellt oder so. Weil die Temperaturschwankungen könnten ein Parfum zum Kippen, sag ich mal, anregen oder es könnte dafür sorgen, dass ein Parfum kippt. Aber wenn man es im Kühlschrank hat und dann einfach herausnimmt, und normal lagert, gibt es da überhaupt gar keine Probleme. Habe ich schon ganz oft mit ganz vielen frischen Neroli Grapefruit Parfums gemacht, Eau de Toilette Konzentration wohl bemerkt und dann ist das eine super tolle Geschichte. Also, das soll es gewesen sein, klare Empfehlung. Achso, ganz kurz nochmal zum Einsatzbereich, zu welchen Anlässen könnt ihr das Parfum tragen? Eigentlich zu allen Anlässen. Es ist für Sport geeignet, für sportliche Aktivitäten geeignet, für Innenräume, Büro, Geschäfte. Ihr könnt es trotzdem im Sommer auch abends zum Ausgehen nutzen. Es gibt euch eben eine tolle, erfrischende Duftaura. Man kann es zum Essen gehen nehmen, in die Bar. Also absolut so ein Daily Parfum, vor allem im Frühling und Sommer jederzeit tragbar. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Reinschalten. Dann bis zum nächsten Mal. Kommentiert gerne. Vielleicht kennt ihr das Parfum auch schon. Und danke, dass du reingeschaltet hast. Bis demnächst.